Servus, ich bin's, der Philipp aus dem Pomade-Shop Headquarter in Ottobrunn und wie versprochen zeige ich euch heute das Captain Fawcett Expedition Strength. Ich habe es noch nicht da, ich zeige es euch gleich. Der Trick bei dem Expedition Strength ist es nämlich, das Ganze ein bisschen vorzuwärmen oder vorwärmen zu lassen. Die kleinen Dosen, ich zeige euch mal einfach eine andere als Beispiel, sind eben in kleinen 15 Milliliter Dosen, die sich perfekt dafür eignen, eben in die Westentasche oder in die Hosentasche oder Jacketttasche zu packen. Hat eben den Grund, dass man das Ganze, wenn es ein bisschen vorgewärmt ist durch die Körperwärme, einfach leichter einzuarbeiten ist. Und ich zeige es jetzt euch mal. Genau. Ich habe es jetzt ein paar Minuten eben in meiner Hosentasche gehabt und dadurch wird es deutlich leichter. Bei dem hier haben wir nämlich nicht nur Bienenwachs, sondern auch Carnauba-Wachs mit drin. Also im Gegensatz zu den anderen ist da nochmal ein pflanzliches Wachs, das Carnauba-Wachs drin. Und im Unterschied zu den anderen 6 hat das nur einen Geruch. Das hat jetzt Sandelholzöl drin und riecht deswegen eben einfach nur dezent nach Sandelholz. Kann man dadurch auch gut mit den anderen Wachsen kombinieren, wenn ihr sagt, ihr braucht an manchen Stellen nochmal extra Halt. Kann man aber auch eben als alleiniges Mittel hernehmen. Funktioniert eben vor allem bei sehr festen, sehr störrischen Bärten sehr gut oder wenn man mal ein Bad Mustache Day hat sozusagen. Ist auch ein weißes, leicht gelbliches durch das Bienenwachs. Ja, es ist halt leicht gelblich durch das Bienenwachs und ist, glaube ich doch, man hört es vielleicht oder sieht es, es ist doch schon deutlich fester als die anderen. Der Trick ist wieder, wie bei dem anderen, das Ganze rauszukratzen, vorzuwärmen. Ihr könnt auch gerne dazu einen Föhn verwenden. Also einfach Föhn auf heißer Stufe oder warmer Stufe, paar Sekunden das Wachs vorwärmen und dann bekommt es noch ein bisschen leichter raus. Ich habe jetzt noch vom Vorstyling sozusagen das Captain Fawcett Bruce & Becky Mustache Wax drin als Grundlage sozusagen und nehme jetzt noch ein bisschen von dem Expedition Strength und man merkt direkt, das ist doch schon, es klebt nicht, also da ist der Klebefaktor weg, sondern es ist wirklich sehr, sehr wachsig und das Ganze muss man dann auch mit ein bisschen mehr Kraft einfach warm reiben, deswegen hilft es, das Ganze auch anzuföhnen oder noch länger in der Tasche zu haben. Also wenn ihr euch morgens quasi den Schnauzer stylen wollt, einfach das Wachs irgendwie 15 Minuten am Körper tragen, auf eine heiße Heizung legen sozusagen, anföhnen. Das würde ich euch schon empfehlen, sonst wird es einfach sehr, sehr schwer, das Ganze zu verteilen. Genau. Man sieht vielleicht so ein bisschen die weißen Spuren und dann geht es natürlich in den Schnauzer. Das kann man eben auch dazu verwenden, wieder noch ein bisschen mehr Halt reinzubringen. Ich mache es immer von der Mitte raus, weil ich meine Haare langsam da trainieren möchte, sozusagen von innen nach außen zu wachsen. Sie hängen aktuell so ein bisschen über die Lippe und ich will sie komplett von innen nach außen tragen, sozusagen, um wirklich Volumen auch in den Bart zu bekommen. Und dann packe ich das Ganze eben rein. Auch hier, wie bei dem anderen Moustache-Wachsen, lieber wenig nehmen und dann Stück für Stück nachlegen. Genau, wenn ihr wissen wollt, wie man das Ganze auswascht und das Ganze am besten rausbringt und von Grund auf stylt mit einem etwas weicheren Wachs, dann könnt ihr hier das andere Video sehen. Ich nehme jetzt nochmal eine kleine Menge, verteile es gut und packe es mir noch in die Spitzen, damit die schön zusammenkleben. Gerade für die Tage, an denen man es vielleicht ein bisschen gezwirbelter haben möchte, ist das doch sehr gut geeignet. Und man sieht vielleicht, das Ganze hält dann wirklich sehr, sehr gut. Es gibt ja verschiedene Bartstyles. Also es gibt ja die Kringel zum Beispiel, es gibt die ungarischen Schnauzer, die dann sehr gerade sind oder die englischen. Und mit den Schnauzerwachs, also meine Haare sind jetzt schon ein bisschen trainiert dazu, in diese runde Form zu gehen. Aber man sieht vielleicht, dass man das Ganze eben auch dazu nutzen kann, einen geraden Bart sozusagen hinzukriegen. Das ist eben das Schöne bei dem. Das halten die anderen dann nicht mehr ganz so gut wie das Expedition Strength. Gerade wenn man sehr akzentuierte Rollen haben möchte oder in die Länge gehen will, dann eignet sich das einfach sehr gut als Finisher noch. Aber ich möchte eben so ein bisschen so eine leichte Rolle haben. Und dann sieht man eben, dass das Ganze gut funktioniert. Bei dem kann ich den Bartkamm von Captain Fawcett nicht mehr ganz so empfehlen, da müsst ihr aufpassen, weil das wirklich sehr, sehr schnell sehr, sehr fest wird. Also da müsst ihr aufpassen, dass ihr eben die Haare nicht ausreißt sozusagen. Es gibt den Trick, das Ganze zum Beispiel nochmal anzuföhnen, wenn man es schon im Bart hat. Also da müsst ihr nur aufpassen, den Föhn nicht zu heiß zu stellen, also auf warme Stufe, sonst schädigt ihr die Haare und die
Haut im Gesicht, also die Wangen, eben leicht anföhnen und dann nochmal mit dem Kamm durchgehen, wenn ihr wollt. Braucht man meistens nicht, also es reicht, wenn man eben mit den Fingern das Ganze so stylt, je nach Länge. Ansonsten kann man das Ganze eben schön modellieren, in Form kneten und man könnte es sogar noch kringeliger machen, wenn man möchte. Also bei mir ist es ein bisschen zu kurz, aber es geht schon, das Ganze noch ein bisschen kringeliger hinzukriegen. Das ist eben das Schöne bei dem Expedition Strength. Das kann ich auch sehr empfehlen, wenn es mal draußen wirklich warm wird, also ab 25, 30 Grad werdet ihr wahrscheinlich je nach Style, je nachdem wie die Haare bei euch halten, je nachdem wie viel Volumen ihr habt, kann ich euch wirklich das Captain Fawcett Expedition Strength empfehlen, nochmal als Basis sozusagen, damit es einfach wirklich sicher den ganzen Tag hält und ihr nicht alle halbe Stunde da im Gesicht rumfuhrwerken müsst. Das ist eben das Schöne bei dem. Auswaschen, wie gesagt, in einem anderen Video mit ein bisschen Öl. Gerade bei dem Expedition Strength würde ich euch wirklich empfehlen, am Ende des Tages 1, 2, 3 Tropfen auf den Bart bzw. auf die Fingerspitzen zu geben und dann schön einzuarbeiten, um das Wachs zu lockern. Damit ihr einerseits in der Nacht damit das Ganze nicht noch wirrer wird sozusagen und es ist einfach angenehmer, dann das Ganze ein bisschen lockerer zu machen für den Abend. Dann durchkämmen, shampoonieren und auswaschen oder eben so lassen und am nächsten Tag neu stylen. Auch das Shampoo würde ich euch nicht jeden Tag empfehlen, sondern alle 2, 3 Tage, je nachdem, wie viel ihr gegessen habt, ob wirklich Essensreste im Gesicht sind oder im Bart sind und wie ihr geschwitzt habt, einfach um die Haare nicht zu sehr zu belasten und dadurch kann man eben das Öl lieber dann verwenden, um das Ganze locker zu kriegen. Das war's von mir, das war's vom Captain Fawcett Expedition Strength. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt zum Bart, zu Haare, zu all unseren Produkten, helfen wir euch gerne weiter. Schreibt einfach in die Kommentare oder schreibt uns eine Mail, ruft uns an, wir sind immer für euch da. Bis zum nächsten Mal. Ich bin's, der Philipp aus dem Pomade Shop Headquarter in Ottobrunn. Servus!